Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute ein ganz klein wenig später als 15 Uhr, hat damit zu tun, dass ich jetzt gerade noch ein Video davor schiebe. Und zwar wurde sich gerade offiziell dazu geäußert, wie weiter verfahren wird mit dem Speed-Server. Wer das Ganze nicht gesehen haben sollte oder verfolgt haben sollte, aber ich denke mal, jeder von euch wird es gehört haben. Es wurde zum Serverstart ein Bug mehr oder weniger genutzt, sag ich mal, von einem mehr, von anderen weniger, und dadurch haben sich Leute einen extremen Levelvorteil verschafft. So, da das Ganze ja hier ein Wettbewerb ist um ein Profilbild, ne, wo es um sehr viel Geld auch geht, und musste Playa irgendwie drauf reagieren, weil Leute vorab schon vor dem Serverstart ihr Geld auf den Server aufgeladen haben, um hier dran teilnehmen zu können. Und da erwartet man von Playa natürlich, dass da auch ein fairer Wettbewerb stattfindet. Der konnte nicht gegeben werden durch diese Bugs. Ja, und seitdem hatte sich jetzt Playa bis dato nicht geäußert. Heute, eben gerade vor ein paar Minuten, ist es denn soweit, dass eine offizielle Antwort dazu kam. Hier wird gerade schon diskutiert, ob das Ganze ausreichend ist oder ob es zu viel ist oder zu wenig. Ich muss meiner Meinung dazu sagen, es ist ein bisschen zu wenig, ja, tatsächlich, aber wir gucken erstmal rein, was hier überhaupt am Start ist. So, hier haben wir auf jeden Fall die News, wie das Ganze jetzt gehandelt wird, und zwar wurde es hier gepostet von Leander, im Forum steht es bereits auch schon, ja, und zwar werden die Leute, die von diesem Bug profitiert haben, werden eine Woche von dem Speed-Server hier ausgeschlossen. Das heißt, die kriegen für eine Woche lang einen Bann und werden so gesagt auf die stille Treppe gesetzt, damit die anderen Leute, die hier auf dem Server noch weiterspielen wollen und an dem Wettbewerb teilnehmen wollen, das Profilbild zu erhalten, haben jetzt noch eine Woche die Chance, die Fehler quasi aufzuholen, die am Freitag ausgenutzt worden sind von den einigen Spielern. Ja, und jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie wird das Ganze gehandelt? Weil hier steht, die einzelnen Spieler werden für eine Woche gebannt. Es ist aber der Fall, dass manche Spieler ein bisschen mehr von diesem Dungeon-Bug ausgenutzt haben. Manche haben weniger davon ausgenutzt. Ja, wenn es danach geht, müsste ich ja in der Theorie auch eine Woche lang gesperrt werden auf dem Server hier, weil es mir ja auch unter anderem vorgekommen ist, dass ich unbewusst auch diesen Bug genutzt hatte, ja, zuerst unbewusst, dann nachher, hat man halt die Dungeons durchgespammt, so, ne, und das Ding ist, manche sind da eher drauf gekommen, manche später. So, wie wird das jetzt gehandelt? Ne, das ist so die Frage, die sich mir stellt, weil ein paar Leute auch aus unserer Gilde hier hatten auch diesen Bug gehabt, und der kam halt bei ihnen aber nicht so häufig vor, weil sie nicht so viele Dungeons geschafft haben oder was weiß ich. Ja, bei manch anderen sind aber hier die Bugs extrem ausgenutzt worden. Und da ist jetzt die Frage, kriegen jetzt alle, die ansatzweise das genutzt hatten, kriegen jetzt alle einen Monat, eine Woche Sperre? Ne? Da gibt es auch wieder so ein bisschen Unstimmigkeiten. Ansonsten gibt es noch zur Entschuldigung von diesem Serverstart 125 Pilze umsonst und 500 mal eine Treibsanduhr und 500 Lucky Coins. Ja. Die Codes übrigens, wer das nicht genutzt haben sollte zum Serverstart oder bei wem es nicht ging, die Codes gehen jetzt wieder. Also falls ihr immer noch auf dem Speed-Server hier spielen solltet, könnt ihr jetzt mittlerweile beim Coupon hier dort das Speed eingeben. Ich hatte es bei mir selbst auch mal getestet und es funktioniert tatsächlich ohne Probleme jetzt. Ja. Deswegen probiert das Ganze mal aus, ob es bei euch auch klappt. Ich kann jetzt nur soweit sagen, das Ganze wurde gefixt. Ja, und jetzt schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Findet ihr das so fair, wie es jetzt gehandhabt wird? Also erstmal irgendwie mussten sie sich ja eine Lösung überlegen, so, ne? Eine Lösung, wo halt die meisten Leute mit einverstanden sind. Playa Games hat ja jetzt seit Freitag jetzt nicht mehr weiter darauf reagiert, auf diese ganze Angelegenheit. Deswegen ist es
jetzt schon zu spät, irgendwas Gravierendes an dem Server hier zu unternehmen, so, ne? Das Kind ist halt in den Brunnen gefallen, sag ich mal so, ne? Und jetzt ist es egal, was für eine Entscheidung sie treffen. Es werden definitiv nicht alle Spieler, also sie werden nicht alle Spieler zufriedenstellen können, weil manche Spieler auf dem Server haben auch schon wieder ihr Geld zurückgefordert, weil es halt zu diesem unfairen Wettbewerb kam. Die haben keine Lust mehr gehabt zu spielen. Die haben jetzt mittlerweile auch nicht mehr weitergespielt, weil sie einfach zu lange gewartet haben, dass irgendwas jetzt irgendwie eine Antwort kam auf dieses ganze Debakel und sind davon ausgegangen, dass der Server jetzt so weiterläuft. Deswegen haben viele Leute auch schon jetzt am Wochenende ihr Geld zurückverlangt, was sie hier auf dem Server aufgeladen haben und haben nicht mehr weitergespielt, was ja auch schon wieder jetzt ein Wochenende weniger ist, was gespielt worden ist, ne? Und die Leute hier oben, die haben sich halt so einen extrem krassen Vorteil verschafft, dass, glaube ich, auch eine Woche nicht ausreicht, um das Ganze hier aufzuholen. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann den ganzen Speed-Server noch nicht so hundertprozentig einschätzen, aber ich gehe mal von aus, dass eine Woche auch für Stufe 372 nicht reichen wird, was hier erreicht worden ist teilweise, ja, und alles, was noch da drunter fällt. Und ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Ich sehe alleine schon den Vergleich zwischen Ramstar und mir so, ne? Also was ich in der Zeit zu Ramstar aufgeholt hatte, das ist lächerlich vom Level her. Ich komme da einfach nicht mehr ran, obwohl der Ramstar auch nicht allzu viel, also er hatte auch schon ordentlich was ausgenutzt an Dungeons, aber jetzt auch nicht allzu viel, ne? Und ich bin ja auch schon durch mein Sponsoring nicht schlecht am Reinpilzen, sag ich mal, und ich komme lange nicht an diesen an dieses Level ran, so, ne? Und das ist jetzt halt, wie gesagt, jetzt von Freitag der Fall. Heute haben wir Dienstag und es ist so gut wie unmöglich und der Ramstar, glaube ich, spielt auch inzwischen nicht mehr so aktiv und hatte, glaube ich, auch sein Geld weiterhin zurückgefordert. So, ne? Und das ist schon ein Unterschied, das ist schon richtig schwer. Ne? Und ich habe teilweise ja auch von dem Bug profitiert. Und jetzt versetzt euch mal hier in die Lage von den Typen hier oben, ne? Die hier teilweise über 350 und so sind. Die wird man auch in einer Woche und auch nicht in 2 Wochen und ich glaube auch nicht in 3 Wochen einholen können. So, ich glaube, dies ist nicht weiter möglich. Deswegen schreibt mir mal gerne eure Kommentare oder eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt wurde das Ganze hier eben gerade rausgehauen, die Information, ne? Und jetzt wird darüber halt gerade in diesem Moment diskutiert, ob das Ganze gerechtfertigt ist oder eben nicht. Ne? Also wie gesagt, aus meiner Wahrnehmung würde ich sagen, ich vergleiche es einfach mal zwischen Ramstar und mir, habe ich nicht geschafft, irgendwie weiterhin ihn großartig einzuholen. Ja, wir können ja mal die Stats vergleichen. So, ne? Da ist er auch vor mir, zumindest was Ausdauer angeht. Was Stärke angeht, bin ich ein bisschen voran. Ne? Aber auch da ist es nicht weiter möglich, würde er sich jetzt auf seinem Level nochmal neu equippen. Das kommt halt dann auch noch mit dazu, so, ne? Dass die Items halt deutlich besser sind und man kriegt ja auch schon mehr Erfahrung und alles, man kriegt mehr Gold, ne? Weil man halt höher in der Stufe ist. Das kann man halt eben in einer Woche nicht aufholen, da kann man noch so viel reinpilzen. Deswegen nach wie vor ist das Ganze ziemlich verwirrend, unübersichtlich und mit einem normalen Server, so wie man ihn sich gerne gewünscht hätte, kann man das Ganze nicht vergleichen und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall würde ich gerne mal eure Meinung dazu wissen. Findet ihr das fair, so wie es ist? Spielt ihr jetzt wieder auf dem Server weiter? Jetzt, da die Leute eine Woche gebannt werden. Ich bin gespannt, ob ich jetzt auch eine Woche Timeout bekomme. Wie gesagt, ich habe vielleicht wieder auf Platz 0 hier auf einmal. Wie gesagt, ich habe von diesem jetzt ist komplett vorbei hier. Also ich habe von diesem Bug vielleicht so 10 Level machen können. Ich habe von dem Bug vielleicht 10 Level profitiert, so. Wenn es hochkommt, lass es 20 Level sein, so, ne? Aber es gibt halt Leute, die haben halt teilweise 50 Level davon getragen und haben sich davon irgendwie, keine Ahnung, so hoch geboostet, dass es halt uneinholbar ist, so, ne? Und hier nochmal jetzt auch die das Update hier auch nochmal in der Ingame-Nachricht.
gerade live rausgekommen. Ne? Hier auch nochmal hier auf Deutsch, während jeder einen schweren Start hatte, haben wir bemerkt, dass manche Spieler in den Dungeons einen Erfahrungsexploit ausnutzten, den wir rasch fixen konnten, da sie sich dadurch aber einen unfairen Vorteil anderen gegenüber verschafft hatten und der Wettbewerb auf dem Server für jeden fair sein soll, müssen wir eingreifen. Daher werden wir diese Spieler kontaktieren und ihre Accounts am Freitag für eine Woche sperren. So. Das ist auf jeden Fall das Schlusswort jetzt erstmal dazu. Ne? Auf eure Meinung bin ich wie immer gespannt. Lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.